4 Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl. Der Wahlkampf, wir wissen es, ist in vollem Gange. Und das große Thema nach der Messerattacke von Aschaffenburg ist wohl gefunden. Es ist die innere Sicherheit. CDU-Chef Friedrich Merz hat jetzt angekündigt, dass die Union kommende Woche eigene Anträge für eine schärfere Migrationspolitik in den Bundestag einbringen möchte, auch wenn die AfD zustimmen würde. Aus der SPD und von den Grünen kommt heftige Kritik. Die Brandmauer zu den Rechtspopulisten dürfe nicht bröckeln, warnt unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz. Und damit blicken wir nach Dresden zu Politikwissenschaftler Werner Patzelt, mir jetzt zugeschaltet. Und Herr Patzelt, eine schärfere Migrationspolitik der Union, könnte es Friedrich Merz damit gelingen, zum Beispiel eben mit solch härteren Positionen AfD-Wähler durchaus auch zurückzugewinnen? Das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, denn es ist das, was Merz jetzt angekündigt hat, eher ein Akt der Verzweiflung als ein Akt der Einsicht. Es ist klar geworden, dass aus diesem Wahlkampf das Thema Migration und von ihr gefährdeter innerer Sicherheit nicht mehr herauszuhalten ist. Wenn eine Opposition eine Regierung ablösen will, dann sollte sie in Aussicht stellen, was sie denn anders macht. Es war aber völlig klar, dass in einer Koalition mit Sozialdemokraten und Grünen die CDU im Grunde ihren bisherigen von der Kanzlerin Merkel eingeschlagenen Kurs fortsetzen würde, sodass also zwar ein Wechselwunsch in der Bevölkerung da ist, eine andere Migrationspolitik, aber nicht in Aussicht stand, dass die neue Regierung einen solchen Kurswechsel vollziehen würde. Und in dieser Lage, in der die Glaubwürdigkeit des Kanzlerkandidaten beschädigt war, in der die Umfragewerte der CDU nach unten, die der AfD freilich auch nicht sonderlich nach oben gingen, in dieser Lage hat nun Merz zu dieser zunächst von ihm in Abrede gestellten Verzweiflungstat gegriffen. Ob das viele Leute, die sich von der CDU abgewandt haben, überzeugen oder für die CDU wieder einnehmen wird, das bezweifle ich doch sehr. Aber die Wählerwanderungsanalysen nach der Bundestagswahl werden uns hier des Richtigen belehren. Herr Patzelt, wenn wir nach Aschaffenburg blicken, dort hat gestern die AfD mit einer eigenen Veranstaltung der Opfer der Messerattacke in Aschaffenburg gedacht. Auch Rechtsaußen Björn Höcke war mit dabei. Inwiefern würden Sie sagen, versucht die AfD Kapital zu schlagen aus dieser Messerattacke? Die Redewendung vom Kapitalschlagen, das klingt so nach einer unanständigen Verhaltensweise. Aber der Punkt ist schlicht und ergreifend der, seit vielen Jahren ist es so, dass eine immer größere Anzahl der deutschen Wählerschaft glaubt, dass wir bei der Migrationspolitik Fehler begehen und dass wir unnötige Todesopfer in Deutschland haben aufgrund der Folgeerscheinungen unserer Migrationspolitik. Die einzige Partei, die das lange Zeit in aller Deutlichkeit gesagt hat, war die AfD. Und nicht zu Unrecht wurde immer wieder bemerkt, wenn die CDU ihre Migrationspolitik ändert, dann gibt sie sozusagen der AfD nach, was ja objektiv auch so ist, weil die CDU zuvor eine ganz andere Politik für richtig gehalten hat. Folglich schlägt die AfD nicht sozusagen Kapital aus diesen Folgen der Migrationspolitik, sondern sie erntet den Gewinn, den sie dadurch ausgesät hat oder ermöglicht hat, dass sie immer schon diese Politik kritisiert hat. So, meine ich, wird man sich die Sache korrekt zusammenzureimen haben. Professor Werner Patzelt, Politikwissenschaftler, herzlichen Dank Ihnen für Ihre Einschätzungen. Gerne.